Na, bei dir die ganze, hier die Hälfte. Schönen guten Morgen, es geht um Karl Matthäus Jorgen. Leute, ich bin auf was gestoßen und zwar auf eine sogenannte Notfallverpflegung. Und diese, obwohl ich sie noch nicht probiert habe, sieht und hört sich schon sehr vielversprechend an. Heute werden wir das Ganze in diesem Video testen. Der Ablauf des Videos wird sein wie folgt. Es ist gerade, dann den Knopf eben, kurz vor 6 Uhr am heutigen Tage. Das heißt, schon mal vorab, ich werde mich den kompletten Tag nur von dieser einen Packung Notfallverpflegung ernähren, denn schon mal vorab, diese eine Packung mit 500 Gramm, das verrate ich schon mal, soll den Tagesbedarf komplett abdecken, und zwar den Tagesbedarf eines erwachsenen Menschen, so wie ich einer bin. Wie ist jetzt das Video gegliedert? Schon mal, wie gesagt, vorab, jetzt werden wir Frühstück machen, denn diese Nahrung soll man sowohl zubereitet als Brei essen können, sowie aber auch pur, so wie sie hier drinnen ist. Das werden wir aber jetzt nicht testen, sondern wie gesagt, jetzt erstmal schön angerührt als Brei mit Geschmackspulver, ein bisschen verfeinert. Dann werden wir mal einen Blick werfen, ja, auf die Energie, mal kurz über die Inhaltsstoffe schauen, vor allem aber den Fokus auf die Energie legen. Das heißt, wir vergleichen mal Energiegehalt von diesen 500 Gramm Nahrungsmittel und vergleichen das mit anderen Nahrungsmitteln. Also welche andere Nahrungsmittel haben ungefähr gleich viel Energie auf die gleiche Menge sozusagen. Und dann natürlich, was uns brennend interessiert, ist der Preis im Vergleich zu anderen Lebensmitteln und natürlich auch die Haltbarkeit. Das ist natürlich bei sowas, vor allem Notfallverpflegung, sehr, sehr wichtig. Ja, und dann werden wir auch das Ganze mal einfach pur in reiner Form, wie es hier aus der Packung kommt, testen. Das bedeutet, ich werde heute einen kleinen Lauf machen von ca. 15 bis 20 Kilometer und werde dann mir nur das hier mitnehmen und reinpfeifen. Vielleicht noch ein Schlückchen Wasser wäre, glaube ich, schon mal ganz gut. Und am Abend werden wir dann quasi das Fazit ziehen. Dann werde ich euch sagen, bin ich denn satt geworden? Wie hat das Ganze geschmeckt? Wie hat das geschmeckt mit zum Beispiel Geschmackspulver, Zimt, Zucker, sonst irgendwas? Wie hat es aber auch gemundet? Ohne alles, also in reiner Form sozusagen. Und bin ich denn überhaupt satt geworden? Das heißt, vielen Dank, dass du zuschaust. Viel Spaß dabei und los geht's. Nun denn, jetzt auch für mich die absolute Premiere. Ich habe diese Nahrung noch nie gegessen, geschweige denn überhaupt jemals geöffnet. Das heißt, raus mit dem Block. Das habe ich schon gespürt, dass es ein richtig fester Block ist. Oh jawohl, ist sehr hart. Oh, da ist ein Brummer hier und natürlich gut eingeschweißt. Ja, dann würde ich sagen, aha, hier brauche ich gar kein Messer, sondern einfach hier aufreißen und direkt nochmal verpackt. Jawohl, naja, Haltbarkeit, verrate ich auch schon mal, ist ziemlich lange. Dann muss es natürlich gut verpackt sein. Oh, hier direkt eine Überraschung. Es ist nämlich einzeln verpackt. Schaut mal, du hast hier sozusagen, ja, wie viel sitzt denn überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 einzelne Blöcke. Das heißt, ja, wäre ein bisschen ungünstig, wenn du einen so einen massiven Block hättest, an den du immer hier rumnagen musst, beziehungsweise vielleicht mit dem Messer immer was abkratzen musst. Nein, das ist sehr praktisch. Oh, da kann ich ja direkt mal aufteilen. Also Frühstück brauche ich vielleicht nicht so viel. Also 2 Blöcke. Dann zum Mittagessen, sage ich mal, gönne ich mir 4 und zum Abendessen nochmal 3. Ey, super, gleich eingeteilt, passt perfekt. Also die hier zur Seite, das kommt erst später und das wird jetzt mein Frühstück sein. Ich habe mal das kochende Wasser geholt. Utensilien für die Zubereitung sind natürlich schon hier bereit. Ja, da ich ja keine Ahnung habe, ob ich das zerkleinern muss oder einfach jetzt mit Wasser mischen muss, lege ich einfach mal los. Aber als allererstes machen wir mal den Geruchstest. Ja, riecht nach gar nichts, ne? Und wie ich schon geahnt habe, weil lange Haltbarkeit, habe ich ja schon gesagt, wie lang, das werde ich euch gleich noch verraten. Ja, setzt ja vielleicht voraus, dass es auch sehr trocken ist, also keine Flüssigkeit.
Und es ist tatsächlich sehr trocken. Oh, und sehr bröselig, schaut mal her. Das kann ich wirklich mit den Händen einfach so locker, leicht zerkleinern. Das könnte sogar ein Kind. Und tatsächlich auf der Packung ist ein Kind abgebildet und es steht sogar drauf, für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet, aber alles über, Verzeihung, unter 6 Monaten, aber alles über 6 Monate kannst du auch deinem Kind geben. Das heißt, Notfallverpflegung für den Fall der Fälle, auch für zu Hause, auch für Kinder wohl geeignet. So, jetzt aber mal weiter hier. Ja, ein bisschen Sauerei hier. Gut, dass die Frau noch nicht zu Hause ist, beziehungsweise nicht. Die kommt erst heute Mittag wieder. So, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Wasser ich dabei mengen soll. Deswegen bin ich erstmal ein bisschen sparsam mit dem Wasser. Kann man natürlich noch ein bisschen weiter verflüssigen. Jetzt aber mal von der Frau geklaut, das Geschmackspulver. Boah, richtig gut. So, komm, erster Bissen jetzt hier. Ja. Boah. Oh. Wahnsinn. Ja. Ist ein richtig, richtig guter, gelungener Brei. Das kann ich euch schon mal auf jeden Fall sagen. Ich bin begeistert. Leute, jetzt muss ich hier mal kurz... Nee, also klar, es schmeckt nach dem Geschmackspulver, das ist klar, ne? Aber wenn man so Sachen hört, Notfallverpflegung und so weiter, ist ja vielleicht wie bei Arzneimitteln, ne? Da denkst du gleich so, oh, muss aussehen, muss schmecken, Konsistenz. Aber hier kann ich sagen, nee, absolut gar nicht. Toll. Alles aufgegessen. Ich schau mal kurz raus. Oh, die Sonne kommt in den Wolken hervor. Kann ja auch gar nicht anders sein. Leute, ich bin jetzt schon mal echt begeistert. Heute Abend testen wir dann auch, ob man das mit kaltem Wasser zubereiten kann. Denn ich habe das jetzt ja mit warmem Wasser gemacht. Aber nicht immer ist warm verfügbar. Also auch mit kalt. Aber Mittag wird wirklich spannend, sage ich jetzt nochmal. War ziemlich bröselige Angelegenheit. Das ist jetzt einfach so blank zu essen. Ich bin gespannt. Bis gleich. So, da klären wir jetzt über die Frage, gibt es neben dieser Notfallverpflegung noch andere Nahrungsmittel auf dem Markt, die hier mithalten können? Wir, wie ich schon gesagt habe, werden jetzt einmal vergleichen. Natürlich Energie. Also, wie viel Energie auf 100 Gramm haben quasi andere Lebensmittel? Ich habe jetzt natürlich welche ausgewählt, die jetzt nicht die allerwenigste Energie jetzt auf 100 Gramm gesehen haben, sondern schon ein bisschen mehr von Haus aus mitbringen. Da brauchen wir jetzt nicht mit irgendwelchen Gemüsesorten anfangen. Dann werden wir natürlich uns den Preis anschauen. Was kostet jeweils das pro 100 Gramm? Und ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt ist natürlich die Haltbarkeit. Denn wer die Dinger jetzt nicht gleich morgen wegverzehren möchte, sondern vielleicht ein bisschen länger im Keller lagern möchte, ja, der will natürlich auch, dass das Ding länger als 1 oder 2 Jahre haltbar ist. Schauen wir mal, legen wir los. Wir fangen an mit unserer Notfallverpflegung und zwar haben wir hier eine Energie von 460 Kilokalorien auf 100 Gramm. Das heißt, dieser komplette Block, der hat eben 2300 Kilokalorien. Das deckt deinen Tagesbedarf ab. Ja, da kannst du sogar ein bisschen Sport machen, bis dann zu einem Defizit. Aber wenn du mal hier alle hopp 2, 3 über die Heide flüchten musst, dann reicht dir das allemal. Dann schauen wir uns im Vergleich eben so eine Nusskernmischung an. Nüsse sind natürlich immer sehr, sehr gut. Da liegen wir drüber. 100 Gramm haben wir ca. 640, 650 Kilokalorien. Also sogar ein bisschen mehr als das hier. Schokolade ist natürlich auch immer gut. Ob es wirklich so gut ist, naja, du hast hier halt sehr viel Zucker drin, sage ich mal. Und wenn wir jetzt über einen längeren Zeitraum uns davon ernähren sollen, also es handelt sich ja um Notfallverpflegung, dann ist vielleicht die Schokolade doch nicht die erste Wahl, mit der ich mich dann tagelang ernähren möchte. So, nächster wichtiger, entscheidender Punkt ist natürlich der Preis. Wenn ich mir hier einen gewissen Vorrat anschaffen möchte, dann darf das Ganze auch nicht zu teuer sein, außer bei dir sitzt das Geld ganz locker. Ich gebe dir meine Bankverbindung, dann überweist mir ein paar Kröten rüber, habe ich nichts dagegen. Aber für alle anderen, die auf den Preis eben schauen müssen, so wie ich,
ist eben schon entscheidend. Und da liegen wir hier bei der Notfallverpflegung immer, Leute, pro 100 Gramm gesehen bei 1,30 € habe ich im Internet gefunden. Da musst du aber dann die Großpackung mit gleich 24 Stück bestellen. Dann waren es irgendwie insgesamt über 150 €. Da ergibt sich dann der 100 Gramm Preis von 1,30 € circa draus. Wenn du die einzeln bestellen möchtest, habe ich jetzt aktuell eben im Internet gefunden, dann bist du bei knapp über 2 € pro 100 Gramm. Die Nüsse hingegen, wenn du dir die Packung so kaufst, dann liegst du bei 100 Gramm, naja, so ungefähr bei 1,50 €, 1,60 € im Discounter. Es müssen ja nicht immer die teuren sein. Also etwas günstiger, beziehungsweise in der Großpackung dann gleich. Ja, und bei einer Schokolade, da kriegst du die 100 Gramm auch schon mal beim Discounter für so 60, 70 Cent. Ja, aber ganz entscheidend eben ist auch die Haltbarkeit. Will ich mir einen großen Vorrat anlegen, das in den Keller reinkloppen, dann werde ich hier und hier nicht wirklich glücklich. Denn ja, alles ist irgendwo verderblich, ist ganz klar. Vieles kann man natürlich noch, auch manchmal weit über das Verfallsdatum hinaus weiter verzehren. Aber bei manchen Sachen wäre ich vorsichtig. Ja, wir kennen sie alle, die Schokolade bei der Oma schon 3 Jahre über Verfallsdatum. Trotzdem hier, mein Junge, so Ostern oder Weihnachten schmeckt noch gut, ja, ganz genau. Aber irgendwann ist dann auch Schluss. Ja, und vor allem auch bei Nüssen. Wir wissen ja, Nüsse haben ganz schön viel Fett. Die werden dann irgendwann ranzig und ja, wenn sie irgendwann bitter schmecken, dann könnte es sein, dass sich der Schimmelpilz eingeschlichen hat. Ja, deswegen fangen wir hier einfach mal an. Eine Schokolade ist mehrere Monate vielleicht haltbar, dann kannst du sie noch weiter essen, aber irgendwann ist Feierabend. Genauso bei Nüssen, ja, ein paar Monate haltbar. So, und jetzt kommen wir eben hierzu. Und da ist dieses Produkt eben absolut unschlagbar. Und zwar haben wir jetzt aktuell Anfang April 2024. Und hier haben wir eine angegebene Haltbarkeit bis in das Jahr 2043. Das heißt, dieses Zeug kannst du locker 20 Jahre aufheben, sagt der Hersteller, und kannst es bedenkenlos dann noch verzehren. Ich will gar nicht wissen, wie alt ich 2043 bin. Naja, wechseln wir lieber das Thema. Also, von dem her kann man sich jetzt schon mal fast ausmalen, wie mein Fazit heute Abend aussehen wird. Aber so weit ist es noch nicht, Leute. Jetzt geht's ab in die Laufklamotten. Und ich bin gespannt, ob diese Bröselriegel auch so gut schmecken, wenn man sie nicht mit irgendwelchen Geschmackspulvern mischt. Beziehungsweise, wie wird es mir gefallen, diese Dinger im wahrsten Sinne des Wortes brottrocken zu futtern. Bin schon unterwegs, Leute! Heute werden ca. 15 bis 20 Kilometer auf der Uhr stehen. Bei der Hälfte werde ich eben einen Zwischenhalt machen, da sehen wir uns wieder. Und dann werde ich dieses richtig trockene Zeug rein essen. Ich habe ein Fläschchen Wasser dabei. Vielleicht bekomme ich es ja ohne das gar nicht runter. Wir werden sehen, Leute, bis gleich! Ah! Ach, ist es herrlich doch im Wald. Hoffentlich ist hier kein Jäger und macht mich, naja, ihr wisst schon. Mittagessen. So, ich hole jetzt mal den ersten Block raus. Ich habe gesagt, zum Mittagessen 4 solche Blöcke. Und dann will ich mal schauen hier. Ich werde jetzt einfach mal knallhart sein, Leute. Ich kenne da gar nichts, ne? Ich beiße jetzt einfach mal voll rein, ne? Ja, bei dir die ganze, hier die Hälfte. Also Leute, sah lustig aus, war auch für mich lustig und das ist auch, glaube ich, das Konzept hinter diesem Notfallverpflegungsteil. Und zwar besteht es ja sogar in der Nase hauptsächlich aus gebackenem Weizen und ja, ist wohl
einfach komplett die Feuchtigkeit entzogen. Das bedeutet eben, ja, dass das dadurch auch so lange haltbar wohl wird. Ja, dafür ist natürlich Brot trocken und noch trockener. Aber hier mit in die Nase rein. Aber dafür schmeckt es aber echt gut, muss ich sagen. Also wirklich, schmeckt auch ohne Geschmacksverstärker, Zusatzding, sag ich mal, so Geschmackspulver, das ich heute Morgen hier reingekippt habe, schmeckt auch top. Also kannst du auch ohne essen. Schmeckt richtig gut. Ja, super. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich futter jetzt die anderen Riegel, denn ich habe ja gesagt, ich werde mich den ganzen Tag davon ernähren. Ausschließlich von einer Packung. Let's Fetz, aber mit Wasser diesmal. Das war ich nicht, das war die Frau. Ehrlich, wirklich. Ich habe sie wirklich nicht. Ja, ist ja egal. So, jetzt ist Abendessenszeit. Das heißt, ich werde jetzt meinen Brei zubereiten und zwar mit einem kalten Wasser ausgewählt. Habe ich ja gesagt, geht es auch mit kalten, ich glaube schon. Und gleichzeitig werde ich euch von meinem Fazit erzählen, mein Fazit verkünden. Ja, 100% würde ich sagen. Ne? Ich habe die Teile, wie gesagt, davor noch nie gegessen, noch nie probiert und hat mich überzeugt. Ihr habt es selber gesehen, sowohl als Brei mit Geschmackspulver angerührt, man kann mit Zimtzucker vielleicht, ja super, als aber auch eben ja in Reinform, so wie es eben aus der Packung kommt, schmeckt es wirklich super. Also, hat mich satt gemacht, Frühstück bis Mittag gehalten. Dann bin ich ja heute knapp 20 Kilometer gelaufen und da kann ich euch sagen, ja, war auch satt, hat mich völlig gesättigt, Energie gebracht, ich habe mich auch richtig gut gefühlt. Hat bis abends gehalten, jetzt pfeife ich mir eben das Abendessen rein. Ja, alles in allem gibt es dazu mehr nicht zu sagen, als ich werde mir davon mehr besorgen und vor allem auf meinen Touren eben mitnehmen. Das heißt, auf meinen Touren, wenn ich mal 30, 40, 50 Kilometer unterwegs bin oder mehrere Tage unterwegs bin, weil, wie gesagt, auf diese Masse, jetzt das Gewicht, so viel Energie, das kriegst du fast nicht hin. Kombinieren ein bisschen mit Nüsse und so weiter und so fort, dann bist du echt gut dabei. In diesem Sinne wünsche ich mir jetzt selber guten Appetit und euch auch und sag mal bis zum nächsten Mal. Euer Flacco, danke, ciao, Kakao, tschüss.